Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch haben sich mal wieder einen XXL Schokoriegel von mir gewünscht. Den Wunsch möchte ich heute erfüllen und zeige euch ein Rezept für ein riesiges und 1,5 Kilo schweres Hanuta. Dafür als erstes 4 quadratische Waffelplatten mit den Maßen 20 x 20 cm zurechtschneiden, außerdem 100 Gramm weiße Schokolade schmelzen und dann jeweils 2 der Waffelplatten mit der geschmolzenen Schokolade zusammenkleben und bis zur weiteren Verwendung zur Seite legen. Als nächstes für die Füllung eine große beschichtete Pfanne aufsetzen, 500 Gramm Vollmilchschokolade, 300 Gramm schnittfeste Nuss-Nougat-Masse, 100 Gramm Zartbitterschokolade und 200 Gramm Nutella in die Pfanne geben und jetzt bei niedriger Hitze und ständigem Rühren ca. 5 bis 6 Minuten erwärmen und so zum Schmelzen bringen. Wenn das erledigt ist, fehlen nur noch die gehackten Haselnüsse, insgesamt 250 Gramm, einfach dazugeben, kurz unterrühren und dann sind wir damit auch schon fertig. Im Anschluss können wir das Hanuta zusammenbauen. Als erstes ein Küchenbrett auf die Arbeitsplatte legen, dann eine der beiden Waffelplatten, einen passenden Rahmen um die Waffelplatte herum platzieren. Den habe ich einfach aus je 4 20 cm langen und 8 cm hohen Kartonplatten eingewickelt in etwas Frischhaltefolie zusammengebaut. Jetzt die Schoko-Haselnussmasse gleichmäßig in der Form verstreichen und zum Schluss mit der zweiten Waffelplatte abschließen. So kommt das Ganze jetzt für mindestens 4 Stunden zum Aushärten in den Kühlschrank. Danach können wir den Rahmen wieder entfernen. Das sollte durch die Frischhaltefolie relativ einfach gehen. Die Ränder kann man zum Schluss zusätzlich noch mit einem Messer etwas begradigen. So kommen die gehackten Haselnüsse in der Füllung auch deutlich besser zur Geltung. Und so sieht das fertige Hanuta dann aus. Hier nochmal ein Original daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.